Und damit willkommen zurück zu Broken Pieces. Wir sind am Leuchtturm angekommen und haben festgestellt, wir brauchen eine Kombination. Und waren inzwischen in der Nähe von dem Ritualplatz. Und dort waren mehrere Schiffe gewesen. Und auf diesen Schiffen sind immer netterweise die Geburtsdaten von den Personen mit aufgeschrieben. Und da haben wir Franks gefunden. Damit sollten wir jetzt den Spind öffnen können. Und wenn wir den Spind haben, kommen wir an das Ventilrad. Und dieses können wir nutzen, um etwas einzustellen. In der Hoffnung, dass wir dann hier mit dem Leuchtturm weiterkommen. So, also. Das war Frank. 19.03. Wir stellen mal das europäisch ein. Sehr gut. Das Ventilrad. Also wie ihr immer schon gemerkt habt, hier ist viel zurückgehen, nachschauen, wo könnte man es einsetzen, Stromkreisüberbrecher. Die Kämpfe sind natürlich jetzt etwas anspruchsloser geworden, aber das habe ich extra so eingestellt, dass wir möglichst mehr Rätsel haben. Das liegt mir gerade viel. So. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, was müssen wir denn machen? Kann ich bei den anderen was einstellen? Nö, ich kann nur bei dem einen. So, wo sind wir denn? Bei der roten muss es immer übereinstimmen, da sehen wir das. 25, 25. Ach nee, guckt an. Wenn wir da mal was anderes einstellen. Guck mal rum, wo können wir überhaupt was machen? Ach, bei beiden können wir was machen. Nee, wir können bei vielen was machen. Mann. Hier. 4 Stück zum Einstellen. Da steht eine 0,5. Heißt das, es soll 0,5 Unterschied sein? Machen wir das obere. So, was steht denn hier? Warum ist die 50 denn gespiegelt? Das heißt, dort drüben muss ich eine 75 irgendwie einstellen. Oder nicht? Okay. Seltsam. Also die 05 hat überhaupt keinen Unterschied gegeben, sondern die 05 war gespiegelt, war eine 50 Unterschied. Warum auch immer. Okay, wir haben es wieder eingestellt. Das heißt, hier ist alles richtig. Jetzt gehen wir jetzt zum Niklas-System. Locken uns ein und die arbeiten einwandfrei. Perfekt. Mehr Strom. Sehr gut. Dann habe ich wieder Strom angestellt. Müssen wir das jeden Tag machen? So, dann haben wir jetzt drüben ein bisschen Licht bekommen. Interessante Kamerafahrt vor allem. The documents on this desk look much more confidential than the previous ones. Ich hasse es. This place appears to be a government cell dedicated to recording underwater sound activity off the village. And this has been going on for a while. But I don't see what they're trying to find. They appear to be studying something at the bottom of the sea that is moving at precise coordinates. On April 17th, 1991, they recorded a signal which they define as organic. The signal was recorded on a cassette to be sent urgently to the DGSE because this would jeopardize the military security of the country. But one of the lighthouse maintenance staff apparently stole the tape. They quickly managed to identify him and where he lives. Wait, this is my house. Mhm. Also Pierre. Vielleicht.
Okay, gucken wir uns mal schnell durch, ob da irgendwas kommt. Signal. Fehler. Okay, wir haben jetzt die Nachricht bekommen. Das wurde genutzt, um Unterwasseraktivitäten zu belauschen. Kult, Spion, okay, jetzt geht mal weiter dort. Und wir haben jetzt der Spion im Haus. Wir sollen zurück in die Garage gehen. Dann gehen wir mal zurück. Wir dürfen hier drin nicht rennen. Das heißt, wir gehen also einmal zurück zum Haus in der Hoffnung, dass damit wir vielleicht auch einen Zirkel fertig haben. 12 Uhr. Gucken wir mal um, weil jetzt mehr Licht ist, ob man vielleicht irgendwas mehr mitnehmen wird. Also mehr mitnehmen ist gut, aber einfach mehr Sichtbarkeit da ist und sie den noch was mitnehmen kann. Der Spion, der diese Aufzeichnung von diesen organischen Aktivitäten geklaut hat. Na gut, da bin ich mal gespannt. Weil wir den Stromkreisunterbrecher kommen wir jetzt ja durch mehr Türen auch durch. Das heißt, wir haben jetzt schon wieder eine Möglichkeit, an deutlich mehr Orte zu gelangen. Broken Pieces. Ach, jetzt kommt. Schön, nach über einer Stunde. Gut zu wissen. So, da müssen wir jetzt eigentlich durchkommen, oder? Das ist eine Abkürzung. Da muss ich nicht diesen Weg über die Klippen nehmen. Aber ich muss wahrscheinlich eh später nochmal alle Wege langlaufen, weil überall, wo jetzt Strom läuft, könnte ich ja wieder Sachen rankommen, aktivieren, keine Ahnung, Türen öffnen. Aber ich dachte, diese Tunnel, da war auch von der Gegenseite, wo unser Haus ist, was gewesen. Tausche das Zeit aus deinem Tag gegen einen Lebensschub. Okay, das ist damit gemeint, was wir uns schon gedacht haben an der Bank, wenn wir uns ausruhen. Ja, Spiel. Texturen laden bitte erstmal. Texturen geladen, ja. Genau, wir sind jetzt beim Büro wieder rausgekommen, diesem Postbüro. Und damit können wir jetzt... Kommen wir denn überall jetzt hin? Hier müssen wir auch wieder Stromkreis unterbrechen, müssen wir aber oben den Kasten aufmachen, das sehen wir nicht. Dann holen wir uns den mal wieder. Dann müssen wir erst oben das öffnen irgendwie. Ich weiß nicht, wie man es anschießen kann, gerade eben. So, aber machen wir jetzt erstmal weiter Hauptstory und gehen ins Hausel, wenn jetzt nicht irgendwo anders mir eine verzückende Idee kommt. Aber ich glaube, nee, wir sollten erstmal den Weg jetzt gehen. Cool wäre noch eine kleine Karte. So, wir haben jetzt Strom. Now that the town's current is better, I can access the house's attic again. Der Spitzboden, stimmt. Den können wir uns auch angucken, das ist vollkommen richtig. Und wir kommen in die Garage rein. Die Frage ist, ist das eine mein Lieblingsspiel optional? Na gut, Moment. Lieblingsspiel optional. Stand extra optional, dann gehen wir natürlich hoch. Also, keine Frage. Ich bin ja wieder im Haus. Das ist erstmal Sinn und Zweck. Wir sollen immer wieder im Haus sein, wenn es irgendwann wieder Zeit wird. Wir gehen nochmal ganz kurz unten lang, einfach nur zu gucken, da wir jetzt Strom haben, welche Sachen jetzt vielleicht genutzt werden können wieder. Completely locked. Okay, die Tür ist immer noch. Wir hatten ja 3. April vor uns. März. Ist halt mit Zeitreisen und Zeitänderung immer ein bisschen kritisch.
Sieht man es fortwährend oder ist es ein Tag immer, der nur wieder passiert? Ja, ja, ja. Genau, das ging hier hinten hoch, glaube ich. Ne, es war das Bad. Und hier hinten gab es genau den Schalter. Und hoch mit uns. So, jetzt gucken wir uns mal um. Was haben wir denn? Material, das müssen wir gleich mal einlagern alles. It looks like some of Pierre's homemade music for me. I thought it was lost since the moving in. I love that music. Okay. Wie immer, wir schauen mal auch die Musik durch. Zu hören, nicht schauen. Ach, sie kann nebenbei die Musik wirklich laufen lassen. Cool. My lava lamp. I love it. Pierre probably hid it here, out of reach. Can't believe he'd think it's just a passing trend. Poor guy never understood anything about home decor. Hat es zum Runterkommen ein bisschen, dass sie auch die Musik hören kann. Full repaint of the arcade, 2,100 francs. I know you love it for real, Pierre. But we are gonna need to have a discussion about it. 2.100 Franken. Nothing. Muss ich gleich mal googeln, was das in Euro aktuell wäre. This suit. I was in the attic with him when everybody disappeared. I remember wearing it, but we just had one. Ah, okay. Also sie hat den Anzug an, deswegen ist ihr nichts passiert. So, Franken in Euro. Ja, nicht schlecht. Das sind knapp 1:1, 2.160 Euro. Strategien, besser nicht zu viele Fehler machen. Okay, wir gehen jetzt mal und hauen mal die CD raus. Aber schön, dass sowas geht. Finde ich ein schönes Hilfsmittel, vor allem, dass sie es nebenbei hört, dass sie auch die Kopfhörer aufsetzt dabei. Sehr gut. Honey, I finally finished my restoration project for this arcade machine. And I've got a challenge for you. I know you love a good one, so try to beat my best score. You will win something I'm sure will bring back good memories. Okay, damit haben wir also die Möglichkeit, höchste Punktzahl bei Züge der Wut erreichen. Wie sie durchstreicht. I'm sure I know what it is. I could attach it to my gun. Was? Ach so. Ah, okay. Schon gucken, was es wechselt. Ja, passt. Okay, es geht mittendrin, während die auch noch drauf sind. Ah, Mist. Okay, ich verstehe das Problem. Gerade wenn die parallel laufen. Okay, hier brauchen wir wirklich mal ein bisschen Geduld. Wie oft darf ich...
2 grüne, die müssen hier reinfahren. Ah, okay, die läuft sich aus. Ich verstehe das Problem. Lass wenigstens mal den grünen reinfahren. Ich will wieder gucken. Okay, das Ding wird hoch. Okay. Muss ich mal in Ruhe spielen, dass man die Punkte knackt, aber uiuiuiui. Gut. Dann würde ich sagen, wir gehen in die Garage. Und schauen mal, was dort so vorhanden ist. Completely locked. Es ist schon ganz hübsch gemacht, das Spiel, muss ich sagen. Also, die Kämpfe hätte man jetzt komplett weglassen können, weil die tun aktuell gar nichts zur Sache. Aber diese Grundidee, wie das funktioniert, das ist schön. Ich kann mir vorstellen, mit dem festen Kamerawinkel hat es wirklich so ein kleines bisschen Silent Hill Vibes. Auch ohne die Monster. Das muss ja nicht immer welche geben. So, wir tun mal alles an Schrott rein. Keine Ahnung, benutzt Radiergummi, da steht ein Lebenszeichen. Wahrscheinlich kann man es mehrfach nutzen. Wie die Axt. Äxte also zweimal nutzen, Radiergummi einmal. Da kennt ihr meine Schüler nicht. So, und es geht zur Garage. Wie spät haben wir es denn? 14 Uhr. Gut. In der Hütte hatten wir ja nur die Pistole aufgenommen, genau. Okay, was haben wir denn Schönes? Also Nummer 1, hier ist ein Dia-Projektor. Oder Overhead, das sehe ich noch nicht ganz. Dann haben wir einen Spind. Der bestimmt eine Geheimtür verdeckt. Ja. Unter ihrem Haus ist irgendetwas Geheimes. Ist ja nie aufgefallen. Denk doch mal nach, ob den Mann wirklich so kanntest. Wow, a projector. I thought I would forget its existence with my school years. What is it doing down here? Ja, da kann man bestimmt irgendwas projizieren. Der Projektor in seinem Keller kann transparent Dias projizieren, okay. Wenn wir welche finden, geht's also los. Die Zeitung sagt nichts und wir brauchen bestimmt hier irgendwas. In welche Richtung geht er? Die, wir müssen doch bestimmt irgendwas aufhängen. Sicherheit. Na gut, dann gehen wir hier rein. What? What is that? I can't believe all this was under the house. What was he doing here? Tja. Unterhalb des Hauses. Wir lassen mal das Offensichtliche gerade mal links liegen und gehen mal ein bisschen weiter. Sie soll sich vor allem endlich mal eine Taschenlampe schnappen. Was haben wir da? Irgendein Notschalter? Let's shed some light on this. Den vierten. If you're listening to this, you are probably the person sent by the office to continue my investigation. Well, at least I hope. My name is Matthew Banks, and I started this work about a year ago. As stated in my previous reports, I infiltrated the lighthouse last month, but they just found out that a tape was missing, and I think they're on to me now. I used to borrow tapes during the night, but this time they noticed before I could bring them back. I didn't have time to use the new filtering machine, but I left the tape inside it. I hope it's safe there with you. Since I have to leave, I prepared the way for you, and I have regrouped all of my ongoing work onto 3 different boards, each including a guiding tape. The first one gathers my studies on the audio signal coming from the oceanic floor.
which was the reason our interest was piqued by St. Exel in the first place. The second board will give you more details on the local cult, whose believers call themselves the Devoted. The third board is about Operation White Medusa, which is probably why you're here now. We are now definitely forced to recognize that the village of St. Exel is the center of great political and scientific interest, as we first suspected. I hate to leave like this, but I'm afraid my time has come. During the last 2 weeks, the lighthouse had trouble acquiring new information from ashore. Apparently, some kind of technology has been jamming their signal. Is there some kind of expert trying to hack the operation? I'll leave it to you to find out. Okay, den Mann, den sie kannte, der hatte ein Doppelleben mit verschiedenen Währungen, die er auch hatte und Pässen. Und hat hier Untersuchungen angestellt. Na, guck mal an, was ist denn da? Passports? Money from different countries? This man was not your usual anybody. Oh. And there's also boat tickets to leave for Plymouth, England. He was planning on leaving. Just wasn't sure when. Okay, damit haben wir jetzt das Tape bekommen. If you're listening to this. Okay. Das hat man ja schon. Wir gucken uns mal diese Seite noch an. Wait, isn't it exactly the same gem I have attached on my bracelet? Where did he find it? He was apparently willing to ship it to be analyzed? Okay. Haben wir hier noch irgendwas? Hash, Power, Play Speed. Wo kann ich navigieren? Okay, irgendwelche Frequenzen einstellen. Okay, das brauchen wir jetzt noch nicht. Wir gehen mal die Sachen hier nacheinander durch. Was haben wir hier noch? Irgendwelche Dokumente. Das Lila, das heißt, das ist sehr wichtig. Fangen wir mal hier an. So, haben wir nehmen. In 1977, an ultra-low frequency sound was picked up by scientists south of the Atlantic Ocean. But no one succeeded in identifying the structural composition of this acoustic phenomenon, and many theories were put forward. Spy submarine, human aeronautical activities on the surface, or even tests of explosives resonating through the abyss. The case remained closed for 2 years, until a second sound was recorded 2,000 kilometers from Namibia. This time, the subject worried specialists. The position of the two recordings suggests the movement of something. In 1984, the sound was picked up again, several times around the Bermuda Triangle. Governments in many countries decided to classify all information about this issue as confidential, and the general public was kept away. While tracking other countries' progress, our secret services discovered in '86 that the French government was particularly interested in the matter, and that they put in motion a special program called Rorqual, a scientific project mainly dedicated to the understanding of unknown oceanic noises. We then decided in 1987, based on what we found in the village of St. Exel, and considering that this last signal was recorded off the coast of French Brittany, that it made perfect sense for me to start our investigation here. During my time, I discovered a platform for listening and monitoring seismic activities at the heart of the lighthouse. Only recently, and thanks to an information trading deal I made with the cult, I got myself recruited there as a maintenance agent. It allowed me to find that the lighthouse crew is, in fact, following the movement of an object which turns out to be a French military submarine. So was it only a submarine that we tracked from the beginning? But its movements are inconsistent. How did it produce this noise that we regularly pick up? I copied a lot of tapes and left them inside the hideout, but they're all still encrypted. I was hoping to get more information from it, but I spotted a car in front of the house tonight, and it's clearer than ever now that my time to leave has come.
Okay. Interessant, interessant. Wir können uns hier auch entlang bewegen. Sehen ja auch Unterwassersachen. Also Aufzeichnung, wie es unten aussieht, der Meeresboden. Immer noch verschlüsselt. Da steht auch was da. April. Die Aktivitäten. Gut, wir haben jetzt also ein Band bekommen wieder. Moment, nur zum Gucken. Ja, haben wir angehört. Dann das zweite, der Kult. Wo ist das? Ja. Infiltrating the cell in the heart of the lighthouse made me realize that the French government is very concerned about the development of the situation here in St. Exil. The development of the sect, as well as the growing anomalies observed in the population and nature, are monitored in a sustained manner. They came to realize that if they do not act, this situation will eventually draw the attention of the entire country to St. Exil. I had, in my hands, documents detailing an operation called White Medusa, the purpose of which was to methodically isolate and capture everybody in the village. Do they think that the people here are all sick or contaminated with something? Or do they mean to sweep this affair under the rug? They seem to foresee two possible scenarios for carrying out Operation White Medusa. As if by coincidence, there are incidentally two events which attract almost all the population in the same place. The village festival, which takes place during a whole weekend, or a fair organized by the village school. I was able to reconstruct on the map the assaults considered in each of these possible scenarios. A large number of troops will be deployed, and they can easily prevent anyone from escaping by blocking the main access and roads. They will proceed using heavy trucks and toxic gas to control and direct the crowd toward them. The inhabitants of St. Exil have a Damocles sword over their head, but they don't know of its existence, nor when it will fall. Uiuiui, dieser Kult. Dann hier noch. Der Angriff, das ist nicht der Kult gewesen nur. So. In many areas, the life in St. Exil has deteriorated sharply in recent years. Local studies tend to show that nature has adopted an abnormal behavior. Some species started proliferating more than before, while others suffered the opposite effect. Some animals became aggressive towards humans, and some bird species completely migrated and left the region for good. We've also seen a lot of upheaval in the behavior of inhabitants of the village and their health. Ultimately, it led to many people leaving, which left only the ones who didn't have a choice. A real change is taking place, and no one seems to understand where it's coming from. Additionally, these extraordinary happenings have been rumored in the region, which isn't improving the situation. The village has become a place of attraction for people bathed in pseudosciences, esoteric and the occult, to say the least. They now see this place as a central home to their mythology. One movement eventually took over the others and established itself as the popular cult, the Devoted. They managed to obtain this importance by being omnipresent in their protests. They vandalized sites in large areas surrounding the village, which made the local press very keen on showcasing them, and ultimately helped a great deal in converting more people to their cause. According to my research, it is governed by a certain Aurora K. I couldn't find a lot of information regarding her, but managed to steal some pictures by following her after a public meeting with the population. She built her movement on the belief in the existence of an abysmal entity which would sow its harmful influence over the region and towards the inhabitants of St. Exil.
To calm this underwater entity, they tirelessly seek the culprits for this curse. They unearth and send ashore on deteriorating ships coffins containing the bodies of people who have always lived here. If the boat returns and runs aground on the coast, the person and their family are pardoned. I haven't seen it yet, but it looks like they've shifted into high gear by sending people who are still alive to sea. These are just rumors, and people who go missing may have simply decided to leave the area. They never communicated their plans with me regarding the future of their protest, and I'm not sure where they'll meet yet. My theory is that they'll probably regroup either near the White Manor or the local church. Die beiden Orte, also zumindest das Männer, haben wir ja schon gehört davon. Okay, dann gehen wir noch hier zu dem lila Objekt. What is this folder? Your next objective. I'll study that during the night. A bit of reading always helps. Nehmen wir die? Jo. Damit haben wir ein neues Ziel. Schlafen gehen und die Spionage-Unterlagen studieren. Die höchste Punktzahl bei Züge der Wut erreichen. Ja, ich glaube, das kann man bestimmt noch später machen. I almost never set foot in here. There's gotta be something. Auf einmal spricht sie davon. Tja, damit hast du nicht gerechnet. Und ich würde sagen, was in diesem Bericht ist, was wir da lesen in der Nacht, gucken wir uns das nächste Mal an. Ist schon einiges passiert, es ist schon spannend, weil um rauszukriegen, was hier genau abgeht in der Region und was das für Phänomene sind, was mit dem zu tun hat und wo die alten Leute, alle Leute hin sind, was der Kult damit ist, ob es was Cthulhu-artiges wird oder Zeitreisen, ganz abstrus, wer weiß, wer weiß. Aber das zum nächsten Mal, euer Landetor. Tschüss.